Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, bevor ich mich dem heutigen Parfum widme, möchte ich nochmals ein, zwei Worte loswerden. Denn ich möchte mich nochmal bei euch bedanken. Die Resonanz, vor allem unter dem vorletzten Video, Naxos nach der Reformulierung, war wirklich der Wahnsinn. Ich habe für meine Verhältnisse unfassbar viele Klicks von euch bekommen. Ihr habt fleißig kommentiert, ihr habt auch meinen Kanal abonniert. Und ja, auch wenn ich mich wiederhole, aber Parfum ist meine Leidenschaft. Und mich mit euch austauschen zu können, von euch ein Feedback zu bekommen, ja, das bereitet mir wirklich eine große Freude. Ich freue mich wirklich jedes Mal darüber. Und dementsprechend, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, hat mich wirklich überrascht, aber vor allem gefreut. So, heute stelle ich euch ein Designer-Parfum vor. Ja, ich werbe ja mit meinem Kanal, dass es um Nischenparfums geht. Ja, es ist eine Definitionssache, was ist ein Nischenparfum oder was nicht, beziehungsweise rein theoretisch ist Imagination von Louis Vuitton eben ein Designer-Parfum, aber ich möchte euch dieses Parfum dennoch vorstellen, weil es ganz besonders ist, für mein Empfinden auch qualitativ hochwertig ist, also so einige Kriterien eines Nischenparfums erfüllt und dementsprechend geht es heute eben um dieses Designer-Parfum. So, bevor wir zum Parfum, zum Geruch kommen, zeige ich euch natürlich wie immer den Flakon. Ihr seht hier die Gravur. Ihr könnt euch den Flakon im Louis Store gravieren lassen. Ist dann im Preis inklusive. Ein recht schlichtes Design. Das Glas ist aber sehr hochwertig und massiv. Hier oben haben wir das Logo von Louis, also die beiden Buchstaben. Das ist eine Magnetkappe. Ihr hört es, das finde ich ja immer cool. Und hier haben wir den Zerstäuber, der auch wirklich gut ist. So, also wie gesagt, ein recht schlichtes Design, sagt mir persönlich aber zu. Übrigens sind alle Louis Flakons in diesem Design, unterscheiden sich dann eben nur so von der Glasfarbe. So, dann zeige ich euch auch nochmal die Verpackung. Das Parfum ist hier draufgesteckt, beziehungsweise steckt hier drin. Und dann wird das Ganze hier so reingesteckt, beziehungsweise so bekommt ihr es ausgeliefert. Die Schatulle ist auch hochwertig, so typische Louis-Farbe. Und wie gesagt, ich mag ja so einen ja, schönen Gesamteindruck und tatsächlich finde ich den bei Louis auch recht gelungen. Zwar alles relativ schlicht, aber ja, hochwertig, also da kann man einfach nichts sagen. So, jetzt kommen wir zu dem Parfum. Wie riecht Imagination? So wird es tatsächlich ausgesprochen. Einige nennen es ja oder betonen es Englisch Imagination, aber nein, es ist eine französische Betonung. Ich hatte damals sogar mal, weil mich das auch interessiert hat, im Louis Store nachgefragt. Also es ist Imagination. So, ja, wie riecht dieses Parfum? Beziehungsweise es ist ein Release aus dem Jahre 2021. Der Parfümeur dahinter ist ja Jacques Cavalier. Kreiert für Louis Vuitton die Parfums und hat auch schon in der Vergangenheit für viele andere Marken gearbeitet. Ein sehr bekannter und renommierter und wirklich guter Parfümeur. Und ja, er hat eben Imagination kreiert. Wie riecht es? Es ist ein Teeparfum. Ich muss aber dazu sagen, dass es für mich ja ein Teeparfum ist, aber nicht so, wie es einige andere beschreiben. Denn einige, ja, benennen es als intensives, starkes Teeparfum. Das ist es für mich, für meine Nase nicht. Diese Teenote, die ist für mich perfekt ausbalanciert, also nicht zu intensiv, denn ich bin kein großer Fan von Teeparfums. Nehmen wir mal zum Beispiel von der Marke Nichanet Boulange, ein sehr beliebtes Parfum. Das mag ich persönlich nicht. Es ist für mich zu viel Tee, zu wenig Parfum. Und ich finde, das wurde hier bei Imagination, sage ich es jetzt schon selbst, Imagination eben besser gemacht. Diese Teenote ist natürlich präsent. Man riecht ganz klar den schwarzen Tee heraus, aber die ist nicht
Ja, so intensiv. Und ich zeige euch mal am besten die Duftnoten, denn wir haben hier keine Duftpyramide, sondern Duftnoten. Wir haben hier die kalabrische Bergamotte, die sizilianische Orange, die Zitrone, tunesisches Neroli, Weihrauch, Guayacolz, Ambrox, also Ambroxan, nigerianisches Ingwer oder nigerianischer Ingwer, Ceylon-Zimt und chinesischer schwarzer Tee. So, die Kopfnote ist prickelnd, erfrischend, also da kriegen wir definitiv die Bergamotte, die Orange und die Zitrone um die Ohren, in die Nase, und so nach 3-4 Minuten zieht sich so das Prickelnde, die Zitrik zurück. Dann riechen wir eben schon die Teenote heraus, das Ganze untermalt mit so einer cremigen Basis. Und dementsprechend ist es für mich eben ein leichtes Teeparfum mit einer cremigen Basis und eben mit erfrischenden Duftnoten wie Bergamotte, Zitrone und so weiter. Ambroxan riecht man auch heraus. Das finde ich auch hier perfekt ausbalanciert. Ich mag Ambroxan im Parfums, aber es darf nicht zu viel sein, weil dann riecht es irgendwann sehr synthetisch. Das ist hier meiner Meinung nach auch perfekt dosiert. Und wir riechen auch ja, den Zimt heraus und das Holz, das Guayacolz heraus. Und aber alles ja, für mich perfekt aufeinander abgestimmt, ausbalanciert, also wirklich ein sehr, sehr schönes Parfum. Die Performance ist super, hält an mir 9 bis 10 Stunden, überrascht mich jedes Mal selbst immer wieder. Es ist ja doch irgendwo so ein Freshie, aber ich denke einfach durch diese Teenote, durch diese cremige Basis, die wir haben, hält es eben überdurchschnittlich lange für so ein, ja, in Anführungsstrichen frischeres Parfum. Und die Sillage ist Mittelmaß, kein Beast Mode, aber ja, auf jeden Fall wahrnehmbar. Euer Umfeld reagiert auch dementsprechend darauf. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Ein, zwei Dinge möchte ich noch mal kurz loswerden, denn Imagination erlebt momentan einen extremen Hype. Also es erinnert mich immer so ein bisschen so an die Aventus-Zeiten von damals. Das war ja dann, als es damals rauskam, eben auch ein sehr, sehr gehyptes Parfum. Und ja, ich finde, so Ähnliches passiert gerade so mit Imagination. Ja, ich kann das verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir so ein bisschen too much ist. Ist auch nur meine Meinung, mein Eindruck oder mein Empfinden. Denn ich mag dieses Parfum, ich mag es auch sehr, aber es ist jetzt nicht so außergewöhnlich, so speziell. Es ist auch nur meine Meinung, wie gesagt. Jeder empfindet es anders. Ich sage es immer wieder, Parfum ist ein subjektives Thema. Jeder nimmt es anders wahr, empfindet es anders. Der eine mag es total, der andere mag es überhaupt nicht und so weiter. Deswegen, ich mag dieses Parfum, ich finde es toll. Ich habe es auch schon mal auffüllen lassen, was ihr im Louis Store übrigens machen könnt. Ihr müsst euch dann eben nicht immer jedes Mal dieses Parfum kaufen, sondern könnt euch das auffüllen lassen. Und ja, aber es ist mir so ein bisschen zu viel Hype. Absolut schönes Parfum, solides Parfum. Ja, aber es ist einfach ein bisschen too much. Aber es, wie gesagt, ist nur mein Empfinden. Zu den Konditionen muss ich sagen, Louis hat jetzt zum 1.3. die Preise erhöht. Vorher hat es 220 € für die 100 ml gekostet. Jetzt kostet es aktuell 240 €. Das Auffüllen lassen ist, glaube ich, auch teurer geworden. Von 140 auf 160 oder 170. Da bin ich ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht. Ich habe seitdem ja eben noch nicht auffüllen lassen müssen. Ist ja noch nicht so lange die Preiserhöhung. Aber das kann ich gerne noch mal recherchieren und dann setze ich das in die Beschreibung. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Abschließend Fazit: ein tolles, leichtes Teeparfum. Cremig, zu Anfang sehr zitrisch und erfrischend. Eine Empfehlung meinerseits, Haltbarkeit gut, Sillage auch in Ordnung. Also eine Empfehlung, ja, versucht euch da mal irgendwie eine Abfüllung zu besorgen oder geht mal in den Louis Store, da gibt es ja die Möglichkeit, die Parfums zu riechen. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung. Ich danke euch wirklich und bis zum nächsten Mal und vor allem bleibt gesund.